Die Parkside-Punktschweißzange ist wirklich wieder zurück. Vor 2 Jahren ist die Parkside-Punktschweißzange eingeschlagen wie eine Bombe. Punktschweißen, geniales Verfahren, um Metalle und Bleche miteinander zu verbinden, wird viel in der Kfz-Industrie angewendet, aber auch allgemein in der blechverarbeitenden Industrie. 2 Metalle werden mit Kraft zusammengedrückt, dann fließt ein elektrischer Strom und wie durch Zauberhand ist das Material plötzlich verbunden. Und das ist natürlich ein Traum für jeden, der am Kfz bastelt, für jeden Heimwerker, für jeden Bastler zu Hause, wenn man eine eigene Punktschweißzange hat. War früher unbezahlbar. Parkside hat eins der ersten bezahlbaren Geräte auf den Markt gebracht. Leider war das Gerät nach wenigen Tagen ausverkauft. Ich habe zum Glück mir noch eins bestellen können, habe da auch ein schönes Video drüber gemacht. Und dann gab es halt auch gewisse Defizite, wo sich viele Nutzer natürlich auch Optimierungen gewünscht haben. Erstmal war es so, man konnte den Punkt nicht definieren, das heißt, die Punkte waren immer ungleichmäßig. Und das zweite Problem war, wenn man den Punkt ein bisschen länger ausgeführt hat, um auch so stärkere Materialien miteinander zu verbinden, dann hatte man schnell das Problem, dass die Sicherung rausgeflogen ist. Ich habe das Ganze gelöst, habe das relativ stark abgesichert bei mir in der Werkstatt, da hat das funktioniert. Aber viele, die eine ganz normale 230 Volt Stromversorgung zu Hause haben, die haben da wirklich Probleme gehabt. Und da hat man sich natürlich gewünscht, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt oder das Gerät wieder auf den Markt kommt, dass Parkside da eine Optimierung auf den Markt bringt. Ich habe mir das Gerät angeguckt, es hat sich leider nichts verbessert. Das heißt, das Gerät ist wieder genau das gleiche Gerät. Man kann damit ordentlich Punktschweißen, aber es fliegt einem natürlich die Sicherung raus und man kann die Punkte nicht genau definieren. Darum habe ich euch gefragt, was für Alternativen es gibt. Ihr habt mir verschiedene Alternativen vorgeschlagen. Ich habe mir die Alternativen besorgt und die werden wir uns heute angucken und werden gucken, ob andere Marktbegleiter das nicht deutlich besser hinbekommen. Aber noch mal kurz zusammengefasst, um fair zu bleiben. Ich arbeite seit 2 Jahren mit dieser Punktschweißzange. Die funktioniert nach wie vor, auch wenn ich sie nicht sonderlich regelmäßig einsetze. Wenn man sie braucht, funktioniert sie. Ab und zu mal die Elektroden reinigen und das war's. Also schönes, robustes Gerät, wird einen wahrscheinlich überleben. Jetzt ist nur halt das Problem, wie gesagt, die Sicherung fliegt relativ schnell raus, wenn man damit arbeitet. Man kann ansonsten damit sehr feste Verbindungen herstellen. Das funktioniert nach wie vor, aber man kann die Punkte nicht definieren. Das ist also immer nach Gefühl, hat man unten diesen kleinen Taster und da kann man wirklich nur einen Impuls abgeben und den gibt man nach Gefühl ab. Andere Punktschweißzangen bieten da halt die Möglichkeit, dass man diesen Impuls definiert, von der Leistung her und genauso halt von der Zeit her, dass man da sagen kann, ich habe einen dementsprechenden Impuls und das wäre natürlich das, was man sich gewünscht hätte. Aber es gibt ja zum Glück auch Alternativen und da habe ich mir eine Punktschweißzange von HBM bestellt, hatten sich viele in der Umfrage gewünscht, genauso wie eine Punktschweißzange von Vevo. Punktschweißzange von HBM kostet aktuell im Angebot 150 €. HBM ist ein holländischer Anbieter, macht auch immer mit sehr günstigen Preisen Wirbel. Ich bin da oft von der Qualität leider nicht überzeugt, habe schon ein paar Mal was bestellt. Wenn man was zurückschicken will, dann ist das auch nicht ganz so einfach. Also ich bin kein HBM-Fan, habe das wirklich hier nur für euch in der Form bestellt. Wenn man die Punktschweißzange auspackt, dann merkt man gleich, die ist wirklich 100% identisch mit dem Parkside-Gerät, bis auf ein kleines Detail. Und das ist der hintere Bereich der Punktschweißzange. Hier kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Bevor ich mit dem Gerät aber arbeiten kann, muss ich hier erstmal die Elektroden kalibrieren. Und das muss man bei den Parkside-Geräten genauso machen. Also die Geräte sehen sowas von identisch aus. Die kommen wirklich zu 100% aus der gleichen Firma. Also bin ich mir wirklich sicher, würde ich mein Haus drauf verwetten. Was bei dem HBM-Gerät natürlich schlecht ist, bei dem HBM-Gerät ist keine deutsche Bedienungsanleitung, keine niederländische Bedienungsanleitung, obwohl der Hersteller aus den Niederlanden kommt. Hier ist wirklich nur die englische Bedienungsanleitung von dem chinesischen Hersteller dabei. Damit wäre das Gerät in Europa und in Deutschland gar nicht verkehrsfähig. Muss man ganz klar sagen, hier wird Werbung gemacht in Deutschland, hier wird nach Deutschland geliefert und auch in Holland müsste eine holländische Bedienungsanleitung da sein. Also, das ist schon mal absolute 6-, aber ansonsten, wie gesagt, 100%ig das gleiche Gerät. Jede kleinste Abdeckung, jede kleinste Schraube ist hier völlig gleich, bis halt, wie gesagt, den hinteren Bereich.
Das zweite Gerät kommt von dem Hersteller Vevor. Vevor sind Chinesen, die vertreiben auch schon seit längerem in Europa, vertreiben auch aus Europa. Das heißt, ich habe diese Punktschweißzange am Sonntagabend bestellt. Dienstagmittag war die schon vom Postboten da. Also ist Wahnsinn. Wir haben hier eine deutsche Bedienungsanleitung, auch wenn die nicht sonderlich gut übersetzt ist, aber ist wirklich besser als nichts. Ein paar Sicherheitshinweise dazu und die technischen Daten. Gerät ist etwas leichter als das HBM-Gerät oder das Parkside-Gerät und diese ganze Haptik, wenn man damit anarbeitet, wenn man das Gerät anfasst oder so, das ist eine ganz andere Hausnummer. Kostet aber auch das Doppelte. Ist wirklich ein schönes Gerät, macht auf den ersten Eindruck wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Man hat hier zusätzliche Elektroden im Lieferumfang, man hat einen Gurt, man hat einen vernünftigen Anschlagpunkt. So könnte man das Gerät auch mit einem Balancer betreiben und man hat hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Und die machen das Gerät wirklich auch nochmal ganz, ganz besonders. Das heißt, ich habe hier die verschiedensten Materialstärken, die ich einstellen kann. Das Gerät geht bis 2 mm, HBM und Parkside gehen nur bis 1,5 mm. Und ich habe hier die Zeit oder die Impulslänge, die ich einstellen kann. Zusätzlich kann ich hier noch zwischen einem gleichförmigen Impuls oder einem pulsierenden Impuls einstellen. Dieser pulsierende Impuls soll dafür sorgen, dass man deutlich stärkere Materialstärken miteinander verbinden kann. Gerät macht also aus dem ersten Eindruck einen sehr, sehr guten Eindruck, aber ist wie gesagt halt auch doppelt so teuer. Da muss man natürlich auch einiges mehr erwarten. Das HBM-Gerät jetzt im Praxiseinsatz. Ich habe hier 1 mm Blech, ich habe auf 1 mm eingestellt, habe die Länge des Impulses gewählt und jetzt kann ich hier einen Punkt nach dem anderen setzen. Jeder Punkt sieht genauso aus wie der Punkt vorher. Jeder Punkt hat damit dann auch immer die gleiche Festigkeit, wenn der Untergrund und alles gleich ist. Also damit hat man eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Ich bin hier ganz normal an der 230 Volt Steckdose, habe hier also auch kein Problem, dass mir in irgendeiner Form die Sicherung rausfliegt. Ich kann hier links halt die Stärke wählen des Materials und rechts kann ich halt dann die Länge des Impulses wählen, kann das Ganze damit halt noch ein bisschen anpassen. Schöne Sache, das ist zum Beispiel ein Parkside-Ergebnis und das ist jetzt das Ergebnis mit der Punktschweißzange. Da habe ich einmal eine kleine Einstellungsveränderung vorgenommen und danach ist halt jeder Punkt immer gleich. Und das kann ich bis zu 0,6 mm runterstellen. Ich habe aber noch deutlich dünneres Material und wenn man den Impuls sehr kurz einstellt, kann man da auch noch dünneres Material mit verarbeiten. Das ist zum Beispiel 0,4 mm Blech, das beschichtet ist. Ich habe durch die Beschichtung halt immer oben so eine kleinen Hügel drauf, aber auch das kann ich hier problemlos punkten. Habe hier eine sehr gute Festigkeit, eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Habe das dann dadurch auch nicht so stark, dass es hier festklebt und kann das Ganze sogar noch mal runtersetzen von der Impulslänge und dann habe ich hier 0,4 mm Edelstahlrohr. Das sind so Laternen, so Gartenlaternen und das kann ich hier auch problemlos zusammenpunkten. Und ich denke mal 0,3 oder irgendwas würde auch noch problemlos funktionieren. Das ist also sehr schön mit dieser Wiederholgenauigkeit. Das wäre halt das gewesen, was man sich als Minimum von dem Parkside-Gerät gewünscht hätte. Das Gerät hat aber auch einen entscheidenden Nachteil, das muss man auch wieder sagen. Ich habe halt 1,5 mm als maximale Leistung und wenn ich jetzt einen längeren Impuls brauche, kann ich höchstens den Impuls wiederholen. Ich habe versucht, damit 2 mm Material zu punkten. Das habe ich in der Form nicht mehr geschafft. Das konnte man also immer sehr einfach wieder auseinanderziehen. 2,5 oder 3 mm geht auch gar nicht mehr. Das heißt, bei 1,5 ist hier wirklich das Maximum erreicht, auch wenn man mehrfach punktet oder dergleichen versucht. Man müsste einfach noch oben die Stufe haben, wo man sagt, man kann trotzdem einen Impuls so lange aussetzen oder ausführen, wie man da drückt. Das wäre wünschenswert, weil mit dem Parkside-Gerät habe ich es tatsächlich geschafft, auch mal 2 mm zu punkten. Hier habe ich es auch geschafft, aber es hat halt keine gute Festigkeit gehabt. Aber an sich schöne Erweiterung. So wünscht man sich eine Punktschweißzange. So kann man mit so einer Punktschweißzange schöne definierte Punkte setzen. Ich habe es jetzt von 0,4 bis 1,5 mm gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Höhere Materialstärken, da ist dann irgendwann die Luft raus. Sicherung ist mir dabei nicht einmal rausgeflogen. Ich war nur ganz normal an einer 230 Volt Steckdose.
Mit dem Vevor-Gerät fangen wir jetzt da an, wo das HBM-Gerät und das Parkside-Gerät versagen. Das heißt, wir nehmen 2,5 mm Materialstärke, wir wählen den Puls, wir wählen die höchste Einstellung und jetzt können wir auch dieses Material hier problemlos punkten. Ich habe bis zu 3 mm damit hingekriegt, das ist also hiermit problemlos möglich. Ich habe jetzt hier eine ganz andere Funktionalität, das heißt, ich gebe Druck mit meinem Griff wieder in der Form. Der Griff hat dann aber noch eine zweite Rastfunktion, also ich gebe erst Druck drauf und wenn alles richtig positioniert ist, dann drücke ich noch ein bisschen tiefer drauf und dann habe ich hier diesen Impuls. Hier schön zu sehen, auch mit diesem pulsierenden Punktschweißen und damit ist es möglich, auch problemlos hier 2,5 oder sogar 3 mm zu punkten. Ich habe eine sehr gute Festigkeit, ich habe hinterher versucht, das mit der Zange, ich habe leider keine große Rohrzange aktuell in meiner Werkstatt, die ist zu Hause, versucht das auseinanderzureißen oder so, auch mal mit dem Hammer gegengeschlagen oder so, das kriegst du nicht mehr in der Form auseinander, also es ist wirklich richtig fest gepunktet, also man hat hier eine sehr, sehr gute Qualität, selbst bei so hohen Materialstärken. Genauso ist jetzt auch dieses 0,4 mm Edelstahlrohr möglich und das ist wirklich auch eine ganz andere Liga, was man hier macht. Durch die abgerundeten Elektroden habe ich hier viel schönere, viel gleichmäßigere Punkte, habe hier natürlich den Puls rausgenommen und kann jetzt hier einen Punkt setzen nach dem anderen. Das macht richtig viel Spaß, ist von dem ganzen Bedienkomfort deutlich einfacher und ich kann jetzt hier ganz einfach diese Manschette einmal ringsrum punkten. Habe dann eine sehr feste Verbindung, habe nirgendwo irgendwo durchgeschossen in der Form. Also funktioniert sehr, sehr gut. Und dann wollte ich es natürlich noch mal ein bisschen übertreiben. Ich habe noch 0,1 mm Edelstahlblech. Das habe ich mal für einen Versuch, den ich dann nie ausgeführt habe, bestellt. Und das wollte ich natürlich auch noch mal ausprobieren. Habe die kleinste Einstellung an dem Vevor-Gerät vorgenommen und habe dann das 0,1 mm Blech gepunktet. Und auch das hat jetzt noch problemlos funktioniert. Und auch hier kann man reißen dran und auch da kann man das nicht in der Form auseinanderreißen. Man schafft es irgendwann, das Material natürlich zu zerreißen bei der dünnen Materialstärke, hat dann aber den Punkt an sich nicht auseinandergerissen. Also es ist ringsherum gerissen, aber der Punkt an sich ist stabil geblieben. Sehr schöne Punktschweißzange mit sehr, sehr schönen Möglichkeiten. Da mir das Punkten mit der Vevor Punktschweißzange so viel Spaß gemacht hat, habe ich hier noch ohne Ende Material gepunktet. Ich habe hier noch einen alten Schweller, den habe ich gepunktet. Wirklich ein Punkt schöner als der andere. Das klebt auch nicht so an wie mit so einer HBM oder Parkside Punktschweißzange. Also es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten. Punktschweißen kann man mit allen 3 Punktschweißzangen, aber wie gesagt, das ist eine andere Liga. Es ist natürlich auch der doppelte Preis, muss man auch ein bisschen mehr erwarten. Mit den anderen Elektroden, die da im Lieferumfang sind, hat man mehr Möglichkeiten, wo man so alles hinkommt und die Qualität der Punkte. Es ist einfach eine ganz andere Liga, man schafft andere Materialstärken. Ich hätte mir gewünscht, dass Parkside mindestens so ein Gerät rausbringt wie das HBM-Gerät. Und ein Träumchen wäre es natürlich gewesen, wenn das hier so eine Vevor Punktschweißzange ist. Das hätte dann Parkside Performance heißen können. Und wenn das dann irgendwo vielleicht 229 € gekostet hätte, hätten das sicherlich viele Kunden auch ausgegeben. Die gleiche Punktzange nach 2 Jahren wieder auf den Markt zu schweißen, hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, die wurde beim ersten Mal gut verkauft, dann können wir sie wieder verkaufen in der Form. Ich denke mal, auch so wird sich die verkaufen. Vielleicht gibt es die ja noch mal irgendwann im Angebot wieder für 129 oder ähnliches. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schweißen. Vevor und Parkside werde ich hier unter verlinken. Bei HBM müsst ihr selber im Internet suchen. Ich finde die immer so patzig, auch wenn man da Anfragen stellt oder so. Da habe ich keine Lust, sowas zu verlinken, sowas noch zu promoten. Ich weiß auch nicht, wie lange die Aktion geht. Normal kostet das Gerät bei HBM 200 € und für 200 € da kann man dann wirklich schon überlegen, ob man nicht sagt, naja, 200, dann gebe ich lieber 300 für Vevor aus und habe da wirklich ein richtiges Gerät, was fast in so eine Profiliga geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und beim Punktschweißen. Bis dann, euer Manni. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon natürlich haltet, was ihr da erwartet hättet. Und es gibt natürlich auch immer viele, die bauen sich dann irgendwas um. Hätte ich keine Lust. Ich will mir ein Gerät kaufen und das soll vernünftig funktionieren. Da will ich vernünftig 2-3 Jahre Gewährleistung haben. Das ist jetzt hier auch zum Beispiel nochmal 3 mm Materialstärke. Auch das ist mit dem Gerät möglich.